Hallo ihr Lieben, wir machen heute Mochi-Eis. Also ich habe Mochis das erste Mal vor circa 2 Jahren gegessen. Da hat eine Freundin das also fertig gekauft mitgebracht und ich fand es ganz cool. Es ist gewöhnungsbedürftig, denn Mochis bestehen eigentlich aus so einer Teighülle, so einem Teigmantel aus Klebreismehl und innen drin gibt es dann verschiedene Füllungen. Und ganz neu ist jetzt eben das Mochi-Eis und das machen wir jetzt, passend natürlich zum anstehenden Sommer. Und ich habe jetzt hier die Zutaten für meinen Teig und der ist auch einfacher, als ihr jetzt vielleicht vermuten mögt. Wir brauchen auch nur 3 Zutaten. Die wichtigste Zutat ist das Klebreismehl. Es gibt auch Reismehl, aber ihr müsst unbedingt darauf achten, dass es Klebreismehl ist. Das gebe ich jetzt in eine große Schüssel und dazu kommt Wasser. Die ganz genauen Mengenangaben stehen hier unten in der Videobeschreibung. Das Wasser gebe ich mit dazu und Zucker gebe ich auch schon mit dazu. Und Wasser ist bei mir übrigens lauwarm, so verbindet sich das Ganze besser. So, das ist die Konsistenz nach 30 Sekunden. Hier dürfen keine Klümpchen mehr drin sein. Und jetzt gehen wir rüber zum Herd. So, den noch flüssigen Teig geben wir dann in eine beschichtete Pfanne. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr nur die mittlere Stufe nehmt. Also ich bin maximal bei Stufe 5 von 9 und dann dauert das Ganze 10 Minuten. Ich habe extra die Zeit gestoppt, 10 Minuten, bis ihr diese Konsistenz erreicht. Also ich zeige es euch mal von nahen, das müsst ihr einfach sehen. Das kann ich nicht so gut beschreiben. Also so klebrig ist dann der Teig. Und wichtig ist, dass ihr eben mit einem Teigschaber oder mit einem Kochlöffel, dass ihr da immer wieder hin und her schiebt, damit euch das am Boden nicht anpappt. Und jetzt möchte ich meinen Teig, bevor ich das Ganze weiterverarbeite, einfärben. Das mache ich mit Lebensmittelgelfarben. Dafür habe ich mir hier 3 Schüsseln bereitgelegt und werde den Teig jetzt einmal durch 3 teilen. Die Farben haben auch so ein bisschen was mit meiner Füllung gleich zu tun, aber das zeige ich euch nachher. Jetzt habe ich hier ein bisschen Tapioca-Stärke. Wenn ihr die nicht habt, dann könntet ihr auch Kartoffelstärke nehmen. Ich glaube, die findet man eher in den Supermärkten. Aber ich hatte das jetzt da und gebe das jetzt hier einfach auf meine Arbeitsfläche. Auch nicht geizen, weil es ist schon ein sehr klebriger Teig. Und dann verteilen wir einfach unsere 3 Teige darüber. So, und jetzt lasst ihr das ganz kurz auskühlen. Das habe ich jetzt gemacht, so ungefähr 10 Minuten. Dann könnt ihr auch drauf tippen und es klebt nicht mehr so doll. Ich schwöre es dir, ja, ich weiß bis jetzt nicht, was Mochis ist und ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber ich finde das voll interessant. Okay, krass. Okay, interessant. Dann bin ich mal gespannt, wie du es findest ganz am Ende. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt meine Teigkarte und dann teile ich jeden Teig, es kommt darauf an, wollt ihr große oder kleine Mochis? Was mache ich? Durch 3 oder durch 4? Ich kann ja immer noch rumswitchen. Ich mache erstmal durch 3. So, nachdem ihr dann alle Mochi-Teige geformt habt, einfach... Und Mehl in den Haaren habt. Mehl in den Haaren? Ja.
Wie soll ich dann weiterkommen? Können wir sie einfach, also hier müsst ihr euch auch keinen Stress machen, hier müsst ihr euch nicht beeilen. Allerdings hole ich jetzt kurz Hackfleisch und dann geht's weiter. It's a prank, it's a prank. Ich wollte gerade sagen, Hackfleisch. Ihr hättet mal Hamzas Gesicht sehen müssen. Ist das nicht was Süßes? Ja, es ist was Süßes, aber Hamza hat ja keine Ahnung, was Mochis sind. Deswegen dachte ich prank dich mal kurz. Ja, Nein, ich hab schon gedacht, es wird aber nicht so fast. es wird was Süßes. Ich hole jetzt Eis. Wenn ich das Eis hole, müssen wir uns natürlich beeilen. Also ich gehe ganz kurz zum Gefrierfach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt schnappt ihr euch eure Lieblingseiskugeln. Ich habe mich für Erdbeer, Vanille und Cookie Dough entschieden. Richtig lecker. Einfach mit einem Eisportionierer reingeben und dann langsam verschließen. Allerdings dürft ihr auch nicht so viel Handwärme abgeben, weil das Eis schmilzt ja natürlich auch. So, ich probiere jetzt mal für euch. Ich nehme mir einfach mal Vanille. Ist jetzt natürlich ein bisschen geschmolzen, aber das erinnert mich ein bisschen an Kaugummi. Vielleicht dieses Bubblegum, wie heißt es mal, dieses Bubble-Eis? Kann sein. Aber also diese äußere Hülle erinnert mich so von der Konsistenz auch ein bisschen an Kaugummi. Und innen ist natürlich das Eis, was ihr euch aussucht. Das sollte natürlich ein hochwertiges Eis sein, das sollte lecker schmecken, weil da ist ja der Geschmack ganz klar. Aber ich persönlich finde es ganz cool. Könnte man echt mal auch zusammen mit Freunden machen und halt auch immer im Gefrierfach lagern. Dann könnt ihr euch immer, wenn ihr Lust habt auf Mochi-Eis, könnt ihr euch das rauskramen. Es geht natürlich auch mit anderen Varianten. Was hast du für Ideen? Was Fruchtiges? Ich will einfach nur, dass du schnell das Video beendest, damit ich auch probieren kann, bevor das schmilzt. Okay. Hamza probiert jetzt auch. Ansonsten könnt ihr alle Varianten nehmen. Mango, Maracuja oder Schokolade, alles was ihr möchtet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Rezept. Tschüss, eure Kiki. Jetzt muss ich mir erstmal die Hände sauber machen. Und dein Gesicht und deine Haare. Ehrlich? Immer noch? Etwas. Oh nein. Bis dann. Tschüss.